Täuschen, das entflattert ist, stille mein Verlangen. Täuschen, das ich oft geküsst, lass dich wieder fangen. Täubchen, holdes Täubchen mein, komm, oh komm, geschwinde, sehnsuchtsvoll gedenk ich dein, holde Rosaline, sehnsuchtsvoll gedenk ich dein, holde Rosaline. Dort ein Gras Souper, kannst du eine Toilette von deinen gnädigen annektieren und elegant dich präsentieren, so will ich dich ein dort führen. Ich freue und ich wette, du wirst gut dich amüsen, Langeweile gibt es nie. So schreibt meine Schwester Ida. Ach, ich glaub, sich zweifle nicht, wer Gase will von der Partie. Aber schwierig ist die Geschichte, könnte ich nur fort, wüsste ich nur wie, wüsste ich nur wie. Ach, wenn ich jedes Täubchen hör, verlege ich hin und her, mich in Wonne und Vergnügen in dem Lauter wegen. Ach, warum schufst du Natur nicht zur Kammerjungfer nur, nicht zur die schöne Stimme, meine Gnädigen. Tag und Nacht schallen diese silberhellen Klänge durchs Haus und verdammen mich zu ewiger Sklaverei. Ja, gnä Frau, ich schau, dass ich ihn los wird. Geht's woanders hin? Diesem Schlag entflattern heute keine Tauben. Was? Rosalinde? Das ist kein Straßentenor, sondern ein Verehrer und nicht einmal von mir, sondern von meiner Gnädige. Eine Adele ist hier und keine Rosalinde. Wenigstens nicht für Sie. Schleichen Sie sich zu Ihrem Gesangsverein zurück und lassen Sie uns in Ruhe. Ich hätte wissen müssen, dass dieses nur allzu deutlich vernehmbare Gespenst aus meiner Vergangenheit früher oder später zurückkehren würde, um mich zu verfolgen. Nur ein Tenor kann so keck sein. Und nur ein kecker Mensch kann so Tenor singen. Er wagt es, mich hier vor dem Hause meines Gatten durch sein hohes A zu kompromittieren. So, dann sind wir los. Oh, da ist meine Gnädige.
Sicher glaubt er kann die Vergangenheit wieder aufleben lassen und mich noch einmal verführen. Also schauen wir, ob ich mir einen freien Abend erspielen kann. Ich bin meinem Mann immer vollkommen treu gewesen. Gnädige Frau, meine arme Tante ist so krank. Ich habe ihn geliebt, weil er ein schönes Instrument hatte. Gnädige Frau, Aber mein Gemahl hat auch ein brauchbares. gnädige Frau, meine arme Tante ist so krank. Aber wie kommt er, der spurlos aus Wien Meine verschwand, Arme. so plötzlich Arme. hierher? Arme. Vielleicht hat er mich nie vergessen. Arme. Und vielleicht weiß er nicht, dass ich die Bühne aufgegeben habe und jetzt ehrbar bin. Wer ist krank? Meine Tante. Deine Tante. Meine Tante, gnädige Frau. Meine arme. Ja, ich habe dich gehört. Warum erzählst du mir das? Man hat mich benachrichtigt, dass sie die Nacht nicht überleben wird und dass sie nach mehr Oh, verlangt. schade. Ich weiß, dass der gnädige Herr heute seine Arreststrafe antreten muss, aber ich denke, ich sollte zu ihr gehen und sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Ich bitte Sie also vergebens, mir heute Abend Ausgang zu gewähren. Unmöglich. Gnädige Frau. Unmöglich, sag ich. Herrn von Eisensteins Arreststrafe ist schon 3-mal verschoben worden. Und für die heutige Berufung besteht wenig Hoffnung. Aber wenn er davonkommt... Wird es dir nichts nützen, denn ich kann dich nicht eine Stunde entbehren. Und jetzt müssen meine Kleider gebügelt werden. Oh, meine arme Tante. So darf ich dich dann nicht mehr wiedersehen auf Erden. Du Tante alle Tanten. Eine solche Tante wie diese Tante. Eine so charmante Anverwandte. Noch niemand kannte. Noch keine Nichte Tante nannte. Ich darf nicht warum schuf die Nacht? Ja, warum schuf die Nacht? Dich zu Wie glücklich die alte Tante ist, eine so aufmerksame Nichte zu haben. Ich glaube natürlich kein Wort davon. Was ihre Vorstellung an Brillanz wählte, glich sie mit Enthusiasmus aus. Sie muss besser schauspielen, um einen alten Profi wie mich hereinzulegen. Alfred, Früher konnte ich Sie dazu bringen, meinen Namen viel ekstatischer auszurufen. ich bin verheiratet. Das geniert mich nicht. Aber mich, wenn mein Gemahl käme... Das geniert mich nicht. Außerdem habe ich gehört, dass er sich in einem der weniger zuträglichen Etablissements am Ort einer kleinen Kur unterziehen wird. Sie freuen sich also über das Unglück eines anderen Mannes? Es ist eines der größten Vergnügen im Leben, sich über das Unglück eines anderen zu freuen. Freuen Sie sich über meines? Ihr Unglück? Mein Unglück war, dass die Frau, die mich liebte, mich wegen eines reichen und nach allem, was man hört, ziemlich übellaunigen Bürgers diese Stadt verließ. Nicht Sie! Ihren Tenor habe ich geliebt. Ihre hohen Töne lieferten mir Genüsse, die mir andere Sänger nie verschaffen konnten. Außerdem waren Sie es, der mich verließ. Und mir wäre lieb, wenn Sie das jetzt auch täten. Wohlan, ich verlasse Sie, aber nur unter der Bedingung, dass ich wiederkehren darf, wenn Ihr Gemahl brummt. Nie, Nun gut, dann bleibe ich auch. wie Sie wollen. Hustenbonbon. Nein, danke. Wenn
Sie noch irgendetwas für mich empfinden, dann gehen Sie bitte. Schwören Sie mir, dass Sie mich empfangen werden, wenn Sie Strohwitwe sind. Und ich entferne mich augenblicklich. Schwöre! Es sei keinen Fall. Betäubchen, das sind Flach. Ich schwöre. Nun denn, ich gehe. Oh, wenn er nur nicht singen wollte. Seinem Dialog bin ich allenfalls imstande zu widerstehen. Aber vor seinem hohen B schmilzt meine Kraft dahin. Meine einzige Hoffnung beruht jetzt noch auf dem Ausspruch des Gerichts. Wird meinem Gatten die Arreststrafe erlassen, dann ist alles gut. Ach, das ist ein böses Zeichen. Mit solchen Advokaten ist der Kaufmann unverraten, da verliert man die Geduld. Nur Geduld! Nur Geduld, statt dass jetzt die Sache beendet, hat doch Schlimmes sich gewendet. Und daran ist der nur schuld. Wer ist schuld? Der ist schuld, der wäre schuld. Ja, der ist ganz allein nur schuld. Ich bin der Tat. Das ist nicht wahr. Du wirst schon sehen. Was ist geschehen? Erkläre dich. Du höre mich. Nein, ich will nicht verteidigen mich. Sparen Sie sich diese Mühe, so etwas ist nicht zu verteidigen. Weshalb Sie wollen mich beleidigen? Ruhig, Blut, warum der Wut? Der Herr und Pasch hat Sie ein Star. Herr Eisenstein fing an zu Sie schreien. stoppen ja bei jedem Wort. Sie schimpfen ja in einen Chor. Sie krähen wie ein Hahn. Sie sind ein Grobian. Sie sind ein Dummrian. Sie sind verinnert. Sie reden laut der Liebe dran und drehen sich wie ein Wetterhahn. Schade, keine Dank, ich sage, abgetan. Das ist wer? Sie gehen hinaus. So tritt und Einstein da heraus. Ja, Sie hat recht. Gehen Sie hinaus. Das Sie ist gehen hinaus. hinaus. Das ist wer? Gehen Sie. Sie gehen Da hinaus. ist die Tür. Das ist wer? Hinaus, hinaus. Beruhige endlich diese Wut. Verurteilt bist du nun gut. Ergib dich drein und nach 5 Tagen, schon nach 5 Tagen ist die Geschichte abgemacht. 5 Tage sagst du, jetzt sind's gar 8. Man hat mir 3 dazu geschlagen. So weit hat's dieser Mensch gebracht. Noch heute soll ich stellen mich, und komm ich nicht, so holt man mich. Das ist so schön, das muss ich sagen. Nicht wahr? Ach, mein armer Mann, noch heute also musst du dran. Was kann ich dir zum Troste sagen? Wie soll ich das ertragen? Ach, mit solchen Advokaten ist der Kaufmann unverraten, da verliert man die Geduld. Und daran ist ihre Schuld. Wer ist schuld? Wer sind schuld? Der ist ganz allein nur schuld. Wenn Sie nur es wieder frei, große Seele wie es neu, und ich werde Ihnen dazu zeigen, was ich kann. Ja, was können Sie denn eigentlich? Requirieren, appellieren, reklamieren, revidieren, reservieren, subvertieren, devolvieren, involvieren, prozessieren, liquidieren, exampieren, exequieren, arbitrieren, resonieren, respektieren, involvieren, sanktionieren, konzentrieren, und Sie wissen triumphieren. Sie jetzt in Welt ihre Mut, mit ihr stehen, die Sorge, und daran ist der nur schuld. Statt das Wetter so verändert, was das Schlimme sich gewendet, und daran ist der nur schuld. Also noch verschärft die Strafe. Statt 5 Tagen, 8 Tage. Die Justiz ist ja angeblich blind. Aber das ist lächerlich. Reizen Sie mich nicht! Sie allein haben durch Ihr Benehmen die Richter erbittert und mich obendrein konfus gemacht, aber ich will Ihnen nichts nachtragen.
Und wenn sie wieder einmal tüchtig eingesperrt werden sollen, vertrete ich sie abermals für ein höheres Honorar. Unerhört! Ich verlange Entschädigung für Diffamierung, Beschimpfung, seelische Grausamkeit, kaputte Möbel sowie den Verlust meines Sekretärs. Und schließlich verlange ich noch eine Gefahrenzulage. Wenn Sie die Güte hätten, einen Scheck für unseren Kassier auszustellen. Raus! Oder ich kassiere Sie! Sie kommen es schriftlich und rekommendiert. Raus, habe die Ehre! Mein armer Gabriel, 8 lange Tage und 8 lange Nächte. Und heute noch. Sie haben mich gleich dort behalten wollen und ich habe verflucht zu Kreuze kriechen müssen, bis man mir noch ein paar Stunden Freiheit bewilligt hat, um mit dir speisen zu können. Aber was bedeutet das? Du hast ja geweint, doch nicht um mich, Adele. Nein, meine arme Tante. Die Frau ist sterbenskrank. Sterbenskrank? Ich habe sie ja soeben hoch zu Esel auf dem Weinmarkt reiten sehen. So krank ist sie. Wer weiß, ob der Doktor nicht den Esel verordnet hat. Ja. Eile jetzt in den Goldenen Löwen und bestelle uns ein delikates Diner. Was gut und teuer ist, soll man mir liefern. Heute Abend feiern wir mein letztes Abendmahl. Herr Dr. Fledermaus! Entschuldigung. Mein Kompliment, schönste aller Frauen. Ich gratuliere von Herzen, dass Sie den Tyrannen auf 8 Tage loswerden. Aber auch dir wünsche ich Glück, denn die Zugabe von 3 Tagen ist ja eine Errungenschaft. Wie geht's dir, liebe Gabriel? Beschissen. Schatz, schicke in den Keller. Die böse Zunge muss genetzt werden, wenn sie nicht so spitz werden soll. Keine schlechte Witze mehr, lieber Doktor. Wir müssen unseren Arrestanten aufheitern. Ich werde etwas holen, um seinen Tenor zu ölen. Du hast dir also noch immer nicht gestanden, dass du kein Tenor bist? Sie ist von den höheren Regionen der männlichen Stimme besessen. Anfangs erreichte ich nichts bei ihr, aber dann ließ ich heimlich ihr Klavier niedrige stimmen und verschaffte mir Zugang zu ihrem Herzen. Was ist denn so schlecht an einem Bariton mit ausgeprägter Höhe? Das war für mich nie ein Problem. Vor deiner Heirat warst du eine große Don Giovanni. Das waren wir beide. Sowohl auf als auch hinter der Bühne. Seit ich verheiratet bin, sind diese Zeiten leider vorbei. Schade, dass dein Tenor heute Abend beschäftigt ist, weil du eine Chance verpasst, von deiner ausgeprägten Höhe Gebrauch zu machen. Ich bin nämlich zu einem außergewöhnlichen Fest eingeladen. Hast du schon von Orlowski gehört? Wie bist du an die Einladung gekommen? Ich bin beeindruckt. Er hat eine Villa gemietet und ist hier zur Kur. Und ich habe ihn als Patient angenommen. Mit seinen 18 Jahren hat er schon alles, ja wirklich alles erlebt. Und ich habe bei ihm einen akuten Fall von pathologischer Langeweile diagnostiziert. Was? Pathologische Langeweile. Nichts amüsiert hier mehr. Aber ich habe ihm von dir erzählt und was für ein großer Spaßmacher du bist. Stimmt, ich bin ein großer Spaßmacher, wie du ja aus eigener Erfahrung weißt und immer mit den tollsten Einfällen bei der Hand. Wie zum Beispiel, als wir den Schellendorfer Maskenball besuchten. Ich als Schmetterling, du als Fledermaus. Erinnerst du dich noch? So etwas vergisst man nicht so leicht. Das war einer meiner größten Triumphe. Du weißt, wie solche Geschichten eskalieren. Wie lautete unsere Devise? Nur keine Blamage. Es war ein kolossaler Spaß. Vielleicht für den Schmetterling, aber nicht für die Fledermaus. Wie lange ist das jetzt her? 6 Monate, 2 Tage und hast du die genaue Uhrzeit?
Der gewisse Rattenfänger. Man behauptet, dass du mit diesen niedlichen Repetierungen alle Damen ködest, wenn du ihnen den Hof machst. Du versprichst sie eine jeden, Aber gegeben habe ich sie noch keine. Meine berüchtigte Repetieruhr ist ein wenig verstaubt. Schade. Die Damen des Opernballetts werden auf dem Fest des Prinzen sein. Ganz abgesehen von den sogenannten Petit Rat. Oh, führe mich nicht in Versuchung. Aber wirklich, Gabriel, was hindert dich? Komm mit mir zum Souper. Es ist ganz in der Nähe. Ehe du in der stillen Kammer laborierst am Tastenjammer, musst du dich des Nebens freuen, ein fideiler Bruder sein. Ballerinenleid beschwingt in den blendendsten Toiletten, fessen dich mit Rosenketten, wenn die Polka-Locken klingt. Freundchen, glaub mir, das verjüngt, bei rauschenden Tönen im blendenden Saal, mit holden Sirenen bei Göttermahl, da fliehen die Stunden in Lust und Scheiß, da wirst du gesungen von aller Schmerz. Soll dir dein Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen. Siehst du das ein? Das sehe ich ein. Siehst du das ein? Das sehe ich ein. Doch meine Frau, die das nichts wissen, Du wirst zum Abschied zärtlich sie küssen, sagst gute Nacht, mein süßes Kätzchen. nein, nein, mein Mauser, sage ich, mein süßes Mauser, der als Katze schleicht dich selbst aus dem Hause mit. Und während sie schläft ganz fest, gehst du statt in deinen Arrest mit mir zu dem himmlischen Fest, mit dir zu dem himmlischen Fest. Ich führe dich ein als Fremden, markieren nach, sollst dort du sein, so wie man nichts erfahren können. Willst du? ach, ich wär schon nervös, Du musst, denn nur du musst dies vergönnen, zur Gesundheit ist ja nötig. ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir dein Gefängnis nicht schädlich sein, Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein, muss du ich etwas tun. zerstreuen, so kommst du Wer kann widerstehen? Ja, ich bin dabei. zum Teufel mit deiner Leimsinnerei. Ein so und weiter winkt, die noch da kein Sagelwesen, schöne Mädchen aus Zerlesen, zwang und dort man lacht und singt. Ein Lalalalalalala, Lalalalalalala, hübsche Mädchen aus Zerlesen, zwang und dort man lacht und singt. Ha? Was ist denn das? Was treibt ihr denn, meine Herren? Ich habe ihn aufgeheitert. Er hat mich getröstet. Und das war eine schwierige Aufgabe. Aber ich habe sie glücklich gelöst. Gnädige Frau, danke, keinen Wein. Es ist schon spät. Ich möchte einen klaren Kopf bewahren. Ich gehe ins Gefängnis voraus, um Sie auf seine Ankunft vorzubereiten. Ich werde dich dort erwarten, mein Freund. Viel Glück bei der Jagd. Ja, Jagd? Es wird dort vor Ratten nur so wimmeln. Mit Ratten wirst du einquartiert? Mit etwas Glück. Es sind ja ganz possierliche Tierchen. Es ist Zeit, an meine Toilette zu denken.
Toilette für die Ratten. Besonders für die Ratten. Wenn ich nur wüsste, was ich mit dem da draußen anfangen soll. Könnte ich diesem Dickschädel meine Tür öffnen? Der Löwe schickt diesen wilden Schweinskopf. Er hat sonst nichts vorrätig gehabt. So muss ich ihn annehmen. Ja, freilich, ich habe ihn ja schon bezahlt. Ich habe es versprochen. Empfangen werde ich ihn. Aber nur, um ihn für immer loszuwerden. Aber die muss ich mir aus dem Wege schaffen. Nun, wie befindet sich denn deine alte, kranke Tante nach der Eselpartie? Inu, so, den Umständen angemessen. Nun, ich gebe dir den Urlaub. Wahrhaftig, gnädige Frau, aber früher haben Sie es mir ja rundweg abgeschlagen. Weil ich früher verdrießlich war, jetzt bin ich bei besserer Laune. Weil der gnädige Herr eingesperrt wird. Adele, Das wurde übrigens eben abgegeben. mit diesem Aufzug willst du ins Gefängnis gehen? Ich habe beschlossen, den unteren Schichten ein gutes Beispiel zu geben. Es ist Zeit, meine liebe, teure Rosalinde. Mein armer Gabriel. Nein. In solche Situationen hat man nur die Wahl, entweder vor Schmerz zu vergehen oder sich rasch voneinander loszureißen. Reißen wir uns los. Unmöglich. Ich werde die ganze Nacht ruhelos durchwachen. Und ich werde sicher auch kein Auge zutun. So muss allein ich bleiben, 8 Tage ohne dich. Wie soll ich dir beschreiben, ein Leid so fürchterlich? Wie werd ich es ertragen, dass mich mein Mann verließ? Wem kann mein Leid ich klagen? Oh Gott, wie rührt mich dies? Ich werde dein Gedenken des Morgens beim Kaffee, wenn ich dir ein will schenken. Die leere Tasse See kann keinen Gruß gedenken. Aus Jammer werd ich gewiss in Schwanz und Bitter trinken. Gott, wie rührt mich Gott, wie rührt mich dies? Oh je, 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 wie rührt mich dies? Wo bleibt die traute Gruppe? Kommt Mittag dann heran? Zum Rindfleisch wie zur Suppe, zum Braten keinen Mann. Und singt der nächt'ge Schleier, gibt's wieder ihren Riss. Mein Schmerz will Was soll das Klagen frommen? Den Kopf verlieh ich schier. Mein Kopf ist ganz benommen, Denn meine Gabe Leb wohl, ich muss nun gehen. du musst von mir.
Darsteller geht ab, während die zweite Besetzung in den Kulissen wartet. Warum bringe ich es nicht fertig, die Tür abzusperren? Ist da noch etwas zwischen mir und meinem alten Klavierpartner? Brumm! Alfred, Sie müssen sofort gehen! Aber Rosi, draußen regnet es doch und mein Klavier wird nass. Glauben Sie nicht, dass meine frühere Zuneigung zu Ihnen meine jetzigen Handlungen beeinflussen wird? Glauben Sie nicht, dass Sie mich kompromittieren können mit Ihren riesigen, bösen Donker? Ich bitte dich, die Feuchtigkeit wird mich Mechanik ruinieren. Mein Filz wird anschwellen. Wenn du mich nicht hereinlässt, werde ich sie draußen ein Ständchen bringen. Wenigstens sehe ich Sie dann nicht. Aber die Nachbarn werden mich sehen und hören. Du willst doch sicher um jeden Preis eine Blamage vermeiden. Du weißt doch, wie die Dinge in dieser Stadt eskalieren. Ein Drink in Erinnerung an alte Zeiten, dann gehe ich. Ein Drink? Ein Schlückchen? Schwören Sie? Ich schwöre. Also gut. Ein Drink. Und das Klavier bleibt draußen. Umso früher gehen Sie wieder. Gemütlich ist es hier. Wie elegant. Jetzt könnte ich mich als legitimer Hausherr ausgeben. Nur gut, wenn Sie nach einem Drink wieder gehen. Ein Drink? Wenn ich nur einen Drink haben kann, dann wähle ich Kaffee morgen zum Frühstück. Frühstück? Wann habe ich etwas von Frühstück gesagt? Na, gerade jetzt. Wenn du mich zum Frühstück bleiben lässt, gebe ich dir heute Abend eine Privatvorstellung. Nein, nicht singen. Nur nicht singen. Nein. Trinke, Liebchen, trinke schnell. Nein. Trinken macht die Augen hell. Sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und wahr. Siehst, wie heiße Liebe ein Traum, den uns öffnet sehr. Siehst, wie im Getreue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die reiß an Herz erfreut, gibt der Wein die Tröstung schon durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Kling, kling, sing, 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 trinke mit mir, la 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 la, sing, 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 trinke mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Er geht nicht von hinnen. Schläft hier wohl noch ein. Was soll ich beginnen? Nein, nein, nein. Ah, trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinken macht die Augen hell. Mach doch nur kein bös Gesicht. Sei lustig, grolle nicht. Brichst du einmal auf die Treu, das sei dir verziehen. Schwöre wieder mir aufs Neu, und ich glaub es gehen. Glücklich macht uns Illusion, ist da kurz die ganze Freud. Sei getrost, ich glaub's dir schon, und bin glücklich heut. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.
weh mir! Hören Sie, vielleicht ist es mein Mann! Das genierte mich nicht. Welche Lage! Bleibt nur noch vorläufig draußen. Erschrecken Sie nicht, gnädige Frau. Die Tür war offen. Ich bin Gefängnisdirektor Frank und kann mir das Vergnügen nicht versagen, Ihren renitenten Herrn Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten. Aber mein Gemahl ist ja... Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinken macht die Augen hell. Schweigen Sie doch! Wir sind nicht allein! Das genierte mich nicht. Kling, kling, sing, 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 trinke mit mir, sing mit mir. Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Widerstand leisten. Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ganz recht. Ich sehe, Sie fassen die Sache von der humoristischen Seite auf. Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Meinetwegen. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Sie sehen, ich kann auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Was soll ich tun? Ich bin nicht Oh, Herr welche von Eisenstein, ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zum Wetter, nein! Nur Ruhe, nicht gleich fluchen. Sie müssen jetzt mein Gatte sein. Sollt ich hier hintergangen sein? Mein Herr, was dächten Sie von mir, dass ich mit einem Fremden hier? Das wär doch sonderbar. Mit solchen Zweifeln treten da Sie wahrlich meine Ehe zu nah. Beleidigen mich für wahr, spricht denn diese Situation hier nicht klar und deutlich schon? Mit mir so spät in der Nacht, ganz traulich und allein, in dem Kostüm so ganz intim kann nur allein der Gatte sein. Mit dir so spät, so spät, das Bett ganz traurig und allein. In dem Kostüm, so ganz so ganz intim, kann nur allein, der Gatte sein. Welch eine Pasche fanden Sie, wenn mir im Schlafrock vis-à-vis. Die Mütze auf dem Haupt, das man bei solchen Bildern noch ein wenig zweifeln könnte doch. Das hätte ich nie geglaubt. Sind Sie doch wie ergängt, wie er sich nach Ruhe sehnt. Im Tête mit mir so spät schlief er beinahe schon ein. So nuiert und so blasiert, er kann nur allein ein Ehemann
Nein, nein, ich zweifle gar nicht mehr, doch da ich fort und muss, so geben Sie, ich bitte sehr, Sie schnell den Abschiedskuss. Den Abschiedskuss! Den Abschiedskuss. Den Abschiedskuss. Nun denn, wenn es sein muss, da haben Sie den Kuss. Soll ich schon brummen müssen für den werten Herrn Gemahl? Kann ich für ihn auch küssen, Weibchen, küss mich noch einmal. Mein Herr, ich bin etwas pressiert, da heut ich selbst noch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja lassen endlich Sie uns gehen. Sie finden gewiss dort meinen Gemahl. Wir brummen vielleicht in denselben Lokal. Oh, schonen Sie mich, Ganz sicherlich, schonen Sie mich. ganz sicherlich. Schnell, der Wagen ist so schnell, und so schnell. Ein schönes, gutes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus bekommen frei Quartier. Drum lade ich Sie ganz höflich ein, verehrtester ich bitt. Ob auch mein werter Gast zu sein, ob auch mein werter Gast zu sein, verehrtester ich bitt, Patienz gefälligst mit. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Doch schweigen Sie, Es soll geschehen. Nun fort, schnell fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. der Weg, mein Herr, das ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, genug der Zärtlichkeit geht noch nicht zu Ende heut. Genug, es ist schon Zeit. Ein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und das bekommen frei Quartier. Und lade ich Sie ganz höflich an und hoffe, das zu sein. Ich will Vögel, Das ist ein, das wird das sein. ich will Nein, und es muss so sein. Kommen Sie, schenken Sie nicht so viele. Aber dieses Wein ist sonst das ein. Lassen Sie mich schon den Mann nicht fehlen. Und es muss so sein.
staunen, dich hier zu finden. Und ich kann nicht genug staunen über dein Staunen. Sag einmal, riechst du auch Schweinsbraten? Nein, Na, hast du denn einen Freund hier? na, noch nicht. Aber wenn ich ihn hier finden wollte, bräuchte ich nicht lange zu suchen. Aber um Himmels Willen, wer hat denn dich dann eingeladen? Wer? Mir scheint, mein Schwesterchen will sich lustig machen über mich. Okay. Oder sollte es den Brief an mich im Schlaf geschrieben haben? Ich hätte an dich geschrieben. So ein... Mit dringender Bitte, mich frei zu machen und heute Abend in der Villa Orlowski zu erscheinen. Wie war's davon nix? Da hat sie sicher wie einen Spaß mit dir gemacht. Einen Spaß? Ja, schau. Weh an dem Spaßvogel. Ich lasse unsere alte Tante sterbenskrank werden. Lasse ihr erst einen Esel, dann einen Schweinskopf verschreiben. Bade mich in Tränenfluten, bis ich einen Ausgang jammere. Mache heimlich eine Zwangsanleihe aus der Garderobe, meine Gnädigen. Aus jetzt. Aber was machst du denn eigentlich hier? Wir sind die Unterhaltung. Hallo. Aber du bist ja nur ein Stubenmadel. Mein Gott, ein Stubenmadel in unserer Gesellschaft. Ich habe gar nicht gewusst, dass man als Volontär im letzten Gliede des Corps de Ballet so vornehm wird. Bitte, zweite Quadrille. Erste Figur. Alle Hochachtung. Ich bitte dich, hör auf zum Rehren. Naja, schaust dir eigentlich nicht so schlecht aus. Aber wenn du noch Speck kriegst. Naja, aber da bist du mal. Hörst, niemand kennt dich hier. Da kann ich es doch wagen, dich als eine von uns vorzustellen. Ha? Als Künstlerin? Naja. Nun, vielleicht akzeptiert man mich dafür. Psst, man kommt. Wer ist das? Das muss wohl der Prinz sein. Prinz? Ja, komm. Ja. Aber ich bitte dich, spiel deine Rolle gut, sonst blamierst mich und dich. Ich werde mir alle Mühe geben. Na, hoffentlich. Ich habe in meinen 18 Jahren 100 durchgelebt, Doktor. Alles langweilt mich. Alle langweilen mich. Ich habe seit Jahrzehnten nicht gelacht. Ich erinnere mich schwach daran, wie es sich anfühlte, wenn mich meine Amme mit ihrem Schnurrbart kitzelte. Ach, Anna znala, как раз смешит, bevor sie mich dreist für Lösegeld an die Kosaken verkaufte. Ach, Erinnerungen. Sie sehen, meine Millionen waren schon immer mein Unglück. Ein Unglück, das alle in diesem Raum zu teilen entschlossen sind. Und meinen Sie, dass Sie heute lachen werden? So richtig herzlich lachen. Ich hoffe, es durchlaucht. Sie haben mir Plein Pouvoir gegeben und ich war bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. Ich hasse dramatische Scherze. Wie heißt das Stück? Die Fledermaus. Langweilig.
An dem Titel muss noch gearbeitet werden. Oder besser, die Rache der Fledermaus. Ich hoffe, durchlaucht. Sie werden während der Vorstellung ungezwungen elaborieren, improvisieren und extemporieren. Ich hasse das Extemporieren. Ah, da ist schon eine meiner handelnden Personen. Fräulein Olga. Gott, das ist Dr. Falke! Sie kennt ihn! Fräulein Olga. Darf ich durchlaucht Fräulein Olga vorstellen? Olga. Vielleicht haben wir eine gemeinsame Zunge, natürlich auch Künstlerin. Ja, sie ist Debütantin. Ich bin sehr lernbegierig. Ah, ich liebte die Künstlerinnen, besonders die Debütantinnen. Vielleicht könnten wir ein kleines, wie sagt man, Vorspiel arrangieren. Ich glaube, durchlaucht meinen Vorsingen. Ja, Vorsingen, richtig. Aber ich warne Sie, Fräulein Olga, dass ich für die Verlockungen des Fleisches nicht empfänglich bin. Nicht. Würde sich die Dame freundlicherweise zurückziehen, während der Prinz die neu angekommenen Gäste begrüßt? Aber natürlich. Ivan Pavlovich, gebe Sie den jungen Damen etwas Geld zum Spielen. Es wird mir eine Freude sein, Sie später wiederzusehen, bla 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 bla, nehme ich an. Durchlaucht habe vielleicht schon bemerkt, dass niemand auf diesem Fest das ist, was er zu sein vorgibt. Und Fräulein Olga. Ist das Stubenmädchen unseres Helden. Da, und wer ist unser Held? Aha, da bist du ja. Marquis Renard. Und sehen Sie zu, dass er so viel wie möglich trinkt. Du siehst, ich habe mich beeilt. Das Souper hat doch noch nicht begonnen. Die Jagd hat noch nicht begonnen. Wer ist denn der hübsche Junge? Der könnte beinahe ein Mädchen sein. Sie könnten beinahe ein Mädchen sein. Hallo? Wie sind Sie denn angezogen? Auf der Einladung stand Smoking bzw. Abendkleid üblich. Das wird Prinz Orlowski verstimmen. Ich bin Prinz Orlowski. Er ist Prinz Orlowski. Verzeihen, Durchlaucht. Ich habe erwartet, nicht jemanden so ehrlich gesagt, so attraktiv. Ah, Sie finden mich also attraktiv, Herr Marquis. Aber natürlich, Durchlaucht. Sie sehen aus, als ob Sie eine robuste Konstitution hätten. Allerdings, Durchlaucht. Sie sehen aus wie ein Mann, der mit allem Spiel und fertig wird. Allerdings, Durchlaucht, ja. Dann sind Sie Mensch genug, um mit mir ein Glas zu trinken. Aber natürlich, Durchlaucht. Ivan Pavlovich, Madeira. Der Herr Marquis wird es amüsant finden, dass jemand mit meiner Erfahrung Madeira trinkt. Heutzutage trinke ich selten Hochprozentiges. Als ich 7 war, war der Wodka für mich wie Muttermilch. Und mit 10 konnte ich jeden Mann unter den Tisch trinken. Oh, ich verstehe, Durchlaucht. Ah, Sie glauben mir nicht. Ich werde es Ihnen näher erklären. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, auf bis zum hellen Tag. Zwang meine ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Das, was mehr als wir steht frei, doch ich mein Gäste nicht. Und es sehe ich soniert, sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn besonders, werf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn besonders, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu?
Pathologische Langeweile? Bin ich mit allen sitze beim Wein und Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, so sehr grub ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dass ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich in sie schreien, ich will nicht hab genug. Wer mir beim Trinken nicht berät, sich zierte wie ein Tropf, dem werfe ich konzentriert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich konzentriert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie bitte, warum ich das denn tu, warum ich das denn tu. Ja, warum denn? C'est ma baille, so sitte, je passe un goût. Si c'est ma baille, so sitte, je passe un goût. Schmeckt Ihnen der Madeira? Ausgezeichnet. Sie sehen, ich langweile mich selber. Ich möchte lachen. Das kann ich so selten. Dr. Falke hat mir aber versprochen, dass ich heute über Sie lachen soll. Über mich? Nicht wahr, Falke? Wir werden über den Herrn Marquis lachen. Ich glaube schon durchlaucht. Ah, der Herr Chevalier Chagrin. Sie verzeihen, Durchlaucht, dass ich so spät... Votre Serviteur, darf ich Ihnen einen Landsmann vorstellen? Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Mes amis se mettent toujours à l'aise chez moi, n'est-ce pas, Falke? Oui, Altesse. Leurs expressions me démontrent qu'ils ne comprennent pas une parole de français. Pas une parole, Altesse. Alors, je peux leur dire n'importe quoi et les insulter comme bon me semble, sans qu'ils me comprennent. Tout à fait, Altesse. Ah, mon cher marquis, vous êtes tout simplement le voyou le plus ennuyeux, grancier, bête, insipide et pédant qui se soit jamais transformé en parvenu petit bourgeois. Oh, merci. Merci, merci. Oh, je vous en prie, et quant à vous, chevalier, vous êtes un arriviste rampant et léchant, une vermine abominable dont je ne m'abaisserai pas à écraser. Oui, oui, merci, merci. Durchlaucht, ich habe über das, was Sie sagten, nachgedacht. Und ich glaube, ich könnte Ihnen helfen. Donnerwetter! Was gibt? Das ist Adele. Bist du sicher? Es ist Adele und noch dazu in der Robe meine Frau. Und die arme Frau glaubt, er schmachtet im Arrest. Jetzt zeig, dass du Komödie spielen kannst. Aber ich kann nicht Theater spielen. Fräulein Olga, darf ich den Herrn Marquis Renard vorstellen? Er sagt, dass er Sie von irgendwoher kennt. Fräulein Olga ist Künstlerin beim Opernballett. Mir war, als könnte ich den Braten riechen. Man merkt sofort, dass Fräulein Olga eine große Schauspielerin ist. Ich sehe, dass der Herr Marquis selbst etwas von der Schauspielerei versteht. Schade, dass sie ihre Vorstellung nur einmal geben kann. Oh nein, ich plane für die kommende Woche noch 7 weitere. Aber ich höre, dass der Herr Marquis verhindert sein wird. Smalltalk! Davon habe ich immer geträumt. Marquis, Sie machen ein so verteufelt verdustetes Gesicht. Wenn ich Humor hätte, könnte ich fast lachen. Verzeihen, Durchlaucht. Es ist nur, dass Fräulein Olga meinem Stubenmädchen überaus ähnlich sieht. Sehe ich wie ein Stubenmädchen aus? In dem Kleid nicht.
Aber welche Dame der feinen Gesellschaft würde nach Bratwurst riechen auf eine Party gehen? Ich glaube, ich muss mir mal die Nase pudern. Meine Herrschaften, hören Sie sich das an. Ach, meine Herren, da bin ich. Hier gibt es einen Spaß. Zur rechten Zeit, Sie kamen. Sehen Sie die Fräulein Zierich, die Helden Herr Marquise. Seins ist zu possierlich. Raten Sie. So verhält mich, ist das nicht lächerlich? Das ist ja lächerlich. Mein Herr, das ist nicht sehr galant. Wie kann man so sich irren? Wie ungalant. Ungalant. Die Ähnlichkeit ist so frappant. Das musste mich verwirren. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie sollte besser das verstehen. Darum rate ich, ja genauer sich die Leute anzusehen. Die Hand ist noch wohl so heil, das Füßchen so zäh und klein. Die Sprache, die Gefühle, die Detaille, die
lautet noch unsere Devise? Nur keine Blamage. Ja. Aber es eskaliert alles. Ich glaube, er wird wieder nüchtern. Und ich weiß genau, dass das Adele ist. Also, Doktor, wie geht's weiter? Please, weiter, Doktor. Unsere Protagonisten sind enge Freunde geworden, während sie im Garten ein bisschen zu viel des Guten hatten. Das ist der Zweck von Landhausgärten. Ohne zu ahnen, dass sie Kerkermeister und Insasse desselben Gefängnisses sind. Fräulein Olga. In Wirklichkeit als Stubenmädchen. Und ihre Schwester hatten ebenfalls ein wenig zu viel. Aber um auf unser Divertissement zurückzukommen. Auf unser Divertissement zurückzukommen. Unser Held
muss bis Mitternacht im Gefängnis erscheinen. Ach, Boże moi, endlich ein anständiger Szenenwechsel. Das sieht man heutzutage so selten im Theater. Und die Liebesgeschichte. Ich hoffe es durchlaucht, dass unsere Hauptdarstellerin, in Wirklichkeit die Gattin unseres Helden, in jedem Augenblick erscheint. Hauptdarstellerin? Ja, die Hauptdarstellerin, und zwar eine wirkliche Dame, wegen der ich die Diskretion unserer gesamten Gesellschaft in Anspruch nehme. Wieso? Erzählen Sie, wir werden diskret sein. Es ist nämlich eine Dame aus den höchsten aristokratischen Kreisen, eine ungarische Gräfin, glaube ich, die gerne unseren amüsanten Souper beiwohnen möchte, aber gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Ärmste muss verheiratet sein. Ja, doch im Augenblick ist ihr Mann anderweitig beschäftigt. Damit ihr Geruf nicht gefährdet werde, wird sie maskiert erscheinen. Ja, und ich habe ihr versprochen, dass sie im vollen Vertrauen auf unsere Diskretion erscheinen könne. Schwören Sie mir also, Ihre Maskenfreiheit zu achten? Ja, wir schwören. Ah, da ist sie. Genau auf Stichwort. Joj, hola Rocky e non sei su zippe. Joj. Ich bedauere, gnädige Frau. Ach, Doktor, entspricht meine Aufmachung Ihren Vorstellungen? So werde ich hoffentlich unerkannt bleiben. Was gibt es Wichtiges? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Gemahl hier ist und nicht im Gefängnis. Ich bin seine treue Gattin und verzeihe ihm alles. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Gemahl im Garten versucht, alle anderen weibliche Gäste zu verführen. Ich bin seine treue Gattin und verzeihe ihm alles. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass eine der Damen Ihre Stubenmädchen Adele ist. Ich wiederhole, ich bin seine treue Gattin und verzeihe ihm alles. Es tut mir leid, ich muss gehen. Ach, übrigens, wussten Sie, dass er eigentlich kein Tenor ist? Ich bringe ihn um! Ich ermorde ihn! Unsere Ehe war eine Farce! Eine schreckliche Lüge! Ich bin mit einem Fremden verheiratet! Man hat mich monatelang betrogen! Adele ist nur zufällig hier mit ihrem Gemahl zusammengetroffen. Verzeihen Sie ihm, gnädige Frau, und vergessen Sie nicht, dass er sich selbst am meisten schadet. Nicht solange ich lebe. Ah, da ist er! Das ist eine köstliche Unterhaltung. Was sehe ich? Der Kerkermeister mit seinem Arrestanten Arm in Arm, nachdem er den Unschuldigen für den Schuldigen eingesperrt hat. Und Ihre Uhr, Marquis, ist ein wahres Wunder. Kann ich sie mir bei Gelegenheit ausborgen? Aber natürlich, liebe Chagrin. Aber bedenken Sie nicht, was man hat zählt, sondern was man damit macht. Wenn Ihre Frau nur das wüsste. Meine Frau, mein armes Weibchen träumt jetzt wahrscheinlich von ihrem Gabriel. Und Ihr Gabriel macht sich lustig über Sie. Ich habe diese Repetieruhr schon viele Eroberungen zu danken. Wie viele? Unzählige. Unzählige Eroberungen. Ach, da ist ja wohl die ungarische Gräfin, von der du gesprochen hast. Ich habe Hunger auf etwas Ungarisches. Überlasst sie mir, meine Herren, ich wage es mit der geheimnisvollen Gräfin. Vielleicht sollen wir eine kleine Wette abschließen. Sagen wir
100 Gulden. Es gilt. In 10 Minuten ist sie mein. Ich kenne mich. Mir widersteht keiner. Viel Glück, Marquis. Viel Glück. Alles hängt nun davon ab, wie gut ich meine Rolle spiele. Ich bin zwar ein bisschen angerostet, aber schließlich habe ich jahrelange Bühnenerfahrung. Kennen wir uns nicht von irgendwo? Oh Gott, erkennen Sie mich unter der Verkleidung? Nein, nein, Sie kommen mir nur irgendwie bekannt vor. Kommen Sie oft hierher? Ich war noch nie hier. Und Sie? Ich gehe hier ein und aus. Orlowski und ich sind so. Ach so. Nein, nein, nicht so. So. Ach so. Ja, ich helfe Ihnen von seiner patagonischen Langeweile zu kurieren. Ich heiße Renard. Marquis Renard. Sie scheinen sich fast jeden glänzend zu amüsieren. Dabei vergeht die Zeit wie im Flug. Apropos Zeit, ich will mal sehen, wie spät es ist. Oh nein, nicht die Masche mit der Uhr. Ach, welch eine allerliebste Uhr. Ist sie nicht reizend? Es ist eine Damenuhr, nicht wahr? Sind Sie sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind? Die muss ein Erbstück sein. Gehört sie Ihre Frau? Wieso glauben Sie, dass ich verheiratet bin? Sind Sie's denn? Natürlich nicht. Geschieden? Nein, meine Frau ist leider tot. Tot? Sie starb auf besonders tragische Weise. Ich spreche nicht gern darüber. Die Uhr trage ich schon seit Jahren mit mir herum und suche eine neue Besitzerin. Aber leider ohne Erfolg. Und Sie? Sind Sie verheiratet? Zurzeit schon. Das geniert mich nicht. Aber nicht mehr lange. Und Sie sich mir anvertraut haben, werde ich Ihnen nun mein Herz öffnen. Ich habe gewusst, dass Sie keine Gräfin sind. Nein, ich bin Schauspielerin wie alle Damen hier. Aha. Nachdem Sie dies nun gestanden haben, ist die Maske doch wohl nicht mehr notwendig. Nein, mein Mann darf nicht wissen, dass ich hier bin. Aber ich verspreche Ihnen, mich zu demaskieren. Morgen beim Frühstück? Beim Frühstück? Aber morgen habe ich andere Sorgen. Dieser Anstand, so manierlich, diese Teil, fein und zierlich, und ein Küsschen, das mit Küsschen glühend man bedecken soll, wenn sie's nur erlauben. Zu schmachten, immer Reste, amüsiert sich aufs Beste, denk ans Küssen, stopp ans Küssen, warte nur, du Bösewicht, du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Ach, wie leicht könnte es entschweben, dies holde Zauberbild, willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir verhüllt? Ei, mein schöner Herr, ich bitte, nicht verwegen, nichts berührt, denn es heißt die gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wie er geht, Hat geführt, kokettiert, hat gerührt, wir schmücken, retiriert sie von mir, keine Macht, lass doch sie, keine Hand, ob es geht, ob sie widersteht. ja, bald werd Ja, bald ich werd reüssieren, ob sie mir widersteht, ob
wie das Herz so von mir schlägt. Schon meldet sich die Liebe, wie das Herz wird bange wird. Leider ist sein altes Übel, doch vorübergehend nur stimmen meines Herzensschläge mit dem Tick-Tock einer Uhr. Ei, das können wir gleich sehen. Zählen wir, ich bitte schön. Ja, zählen wir, zählen wir, zählen wir, zählen wir. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9. Nein, das kann nicht sein, denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln? Wie? Den Schlag des Herzens zählen Sie und ich das Tick-Tack Ihrer Uhr. Ich bitt auf 5 Minuten nur. Jetzt zählen Sie, meine Marquis. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hopp, 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 hopp. Es geht in Galopp. 16, 8, 19, 11, 12. Hopp, 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 hopp. In Galopp. Sie sind nicht mein. Wie weit durch nun? Eine halbe Million. Ja, eine halbe Million. Es will der Teufel richtig zählen. Heute wirst du nimmer repetieren. Wie will die Uhr sich annektieren, meine Uhr? Ich danke von Herzen. Ich wollte nur Mein Leben zu scherzen. Sie ist nicht jetzt gegangen. Hab die Uhr mir abgefangen, dieser Spaß ist etwas teuer. Hab blamiert mich ungeheuer. Ach, meine Uhr, ich bitte Sie. Ich wollte nur... Sie ist nicht ins Netz gegangen. Ach, meine Uhr, hätte ich sie wieder nur. Oh, wie. Dieser Spaß ist etwas teuer, hab blamiert mich ungeheuer. Meine Uhr ist annektiert. Ich bin blamiert. Und angeblich kommt sein Problem daher, dass er von einem patagonischen Rottweiler gebissen wurde. Du, der Prinz, der hat halt immer zu mir umgeschaut. Ich glaub, ich werde demnächst befördert. Da ist ja das Mädchen aus der Fremde. Ah, die interessante Unbekannte. Ich wäre doch sehr begierig, ihr ins Gesicht zu sehen. Ja. Wir wollen einen Sturmwagen. Einen Sturm! Schöne Unbekannte. Schöne Unbekannte. Da ist ja Adele und in meinem Kleid. Wenn sie nicht gut zu abschrecken hässlich sind. Oder vielleicht ein Wimmerl auf der Nase haben. So möchten wir Sie bitten, sich zu demaskieren. Ja, demaskieren, demaskieren, demaskieren. Ah, meine Herrschaften, in meiner Villa hat jede Dame das Recht, sich zu verhüllen oder zu enthüllen, soweit es ihr beliebt. Ich glaube nicht einen Augenblick, dass sie eine ungarische Gräfin ist. Na, Ich kann Ihnen versichern, dass sie keine Gräfin ist. Sie ist eine Diebin. Sie hat meine Uhr gestohlen. Gnädige Frau, könnten Sie irgendwie beweisen, dass Sie das sind, was Sie behaupten? Ich werde Ihnen zeigen, wer ich bin.
hat etwas anderes arrangiert. Erzählen Sie von der Fledermaus. Von der Fledermaus ist die Rede. Das war ja meine Komödie, in der ich dem armen Doktor die Titelrolle zuteilte. Ein köstlicher Spaß von mir, dem er zum Opfer fiel. Seine Niederlage kann er euch doch nicht selbst beschreiben. Nun, so erzähle uns, Marquis. Darf ich? Ohne Bedenken. Du stehst ja im Rampenlicht. Vor einem halben Jahr waren ich und Falke noch ein paar lustige fidele Brüder. Oh, das seid ihr noch. Auf einem Schlosse 2 Meilen von unserem Städtchen gab die Herrschaft einen Maskenball, zu welchen auch wir eingeladen wurden. Ich maskierte mich als Schmetterling und der Doktor als Fledermaus. Ganz eingenäht in ein braunes Fell, lange Krallen, breite Flügel, große lange Ohren und einen ungeheuren, äußerst ungewöhnlich platzierten grünen Schnabel. Ich sah zu, dass der Doktor viel zu viel Wein trank. Bei Tagesanbruch ließ ich ihn sternhagelvoll unter einem Baum zurück. Als er endlich erwachte, musste er bei helllichtem Tage als Fledermaus durch die Stadt marschieren. Und wurde prompt wegen öffentlicher Ruhestörung verhaftet. Das hatte zur Folge, dass sein guter Ruf für immer ruiniert war. Seither heißt er in der ganzen Stadt nur noch Dr. Fledermaus! Vielleicht werden wir morgen schon erfahren, wer von uns beiden den ersten Preis als Spaßmacher verdient. Auf so einen Triumph sollten wir anstoßen. Ivan Pavlovich, mehr Champagner. Von Volkes Gnaden König aller Weine, hoch die Sprudelmajestät und ihre Untertanen! Der Mönch in stille Zelle, tralalalala, labt sich an den Quelle, tralalalala. Zu netzen seine Lippen, musst viel und oft ernippen und holt sich aus dem Glase Rubinen auf die Nase. Stoß an und huldigt dem Vereine, dem König alle Weine, dem König alle Weine. Stoß an. Die Majestät wird anerkannt, rings im Land, überall wird Champagner der erste Sie genannt. Die Majestät wird anerkannt, rings im Land, überall wird Champagner der erste genannt. Es wird Champagner der erste. Die Vulgation, tralalala, bis du Horizont, tralalala, Champagner schwebt ins Boot, der Rot mit euch Minute, sie lassen meine Füße, des Tages Lebensfeste, du hast Wein, von der Honig in der Weine, dem König aller Weine, dem König aller Weine. Stoß an,
Chevalier, ich grüße Sie. Merci, merci, merci. Auf Ihr spezielles Marquis. Merci, merci, merci. Auf Ihr Wohl, Chevalier und Marquis. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Halte mich an, was ich gesann. Ich seh, dass dich die Paare gefunden, dass manche Herzen in Liebe verwunden. Drum lasset uns alle ein großer Verein von Schwestern und von Brüdern sein. Eine große Bruderschaft ist es ein. Auch ihr schöne Maske seid dabei. Oh, alle küssen, werd ich's auch müssen. Folgt meinem Beispiel das Glas zur Hand und jeder singt zum Nachbargewand. Brüderlein und Schwesterlein, wollen alle wir sein, stimmt mit mir ein. Brüderlein und Schwesterlein, lasst das Traute uns schenken für die Ewigkeit, immer so wie heut, wenn wir morgen noch dran denken. Erst ein Kuss, dann ein Du, immerzu. Erst ein Kuss, dann ein Du,
Stütze, Freund, ja, deine Stütze fürs Leben. Welch ein Rehren geht auch nimmer ins Vergeben. Brüder, meine Uhr geht schlecht. Schau, wie viel's auf deiner ist. Brüder, meine geht auch nicht recht, weil du schon gegangen ist. Holde hier vor allen, lass die Maske endlich fallen, dass ich seh, für mich besiegt und wer meine Uhr gekriegt. Verlang nicht zu schauen, was hier verhüllt, erbebest würdest du vor diesem Bild. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Ein prächtiger Spaß! Bist du ein Mann? Schau dir an! Kennst du weichen, die Blamage? Oh, ich habe schon Courage. Schätzchen, länger streit dich nicht. Hab ein Wimmel auf der Nase, darunter berg ich mein Gesicht. An das Wimmer glaub ich nicht. Nein, das Wimmel schreckt ihn nicht. Sehen muss ich dies Gesicht. Sehen muss ich dies Gesicht.
5, 6. Meinen Hut, es ist die höchste Zeit. Meinen Hut, es ist die höchste Zeit. Seinen Hut, hört auf, wie er schreit. Der Rest harret mein, jetzt soll ich solche sein. Meinen Hut, meinen Rock, gebt mir meinen Rock. Seinen Hut, ah, seinen Rock, gebt mir seinen Rock, ah. Eine kurze Strecke bist du mit mir. An der nächsten Ecke, da scheiden wir. Oh, lass uns gehen. Auf Wiedersehen. Ha, ha. Es lebe Champagner!
Nobel! Frosch! Jawohl! Jawohl, Herr Direktor! Es sind 2 Damen vor der Tür. 2 Damen, sagst du? Vielleicht ist es auch nur eine. Ich sehe nämlich alles doppelt. Nein, es sind 2 feine, schöne Damen. Sie wollen einen gewissen Herrn Chevalier Chagrin sprechen. Chevalier Chagrin! Hallo! Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir keinen Herrn dieses Namens hier haben. Sag einmal, bist du dir sicher, dass das ein Hotel ist? Dr. Falke hat mir die Adresse gegeben. Das fehlte noch. Geht's los, Zwicheran? Jawohl, Herr Direktor. Der Herr Chevalier wundert sich gewiss über diesen Besuch. Allerdings, ich habe nicht gehofft, so früh schon... Wir haben Ihnen eine Bitte vorzutragen. Ja, meine Schwester meinte, dass er sich ja heute ganz besonders für Sie zu interessieren schienen. Allerdings... Da hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen ein Geständnis zu machen. Oh! Dass ich nicht das bin, was ich scheine. Meine Schwester ist nämlich gar keine Künstlerin. Na, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, Das meinte meine Schwester auch und deswegen kommen wir zu Ihnen. Wissen Sie, Sie sind doch so ein vornehmer Herr und Sie könnten ja doch leicht behilflich sein. Ich? Ja. Wieso? Ich muss Ihnen die ganze Wahrheit beichten. Ja, wie gesagt, meine Schwester ist noch keine Künstlerin. Auch noch nicht ihr Leben, sondern bis jetzt nur Stubenmadel. Ein Stubenmadel. Ein Stubenmadel. Und Sie haben sich von mir die Hand küssen lassen? Nicht nur die Hand, Chevalier. Auf der Stelle entlassen wird sie Ihre Herrschaft. Naja, wenn's weiter nichts ist, entlassen hat sie sich schon selbst. Ich habe nämlich die Idee, mich fürs Theater ausbilden zu lassen. Schanze. Und deswegen kommen wir zu Ihnen. Wissen Sie, ich war doch auch einmal unter den Auspizien mehrerer vornehmer Herren. Und über den Auspizien. Ich soll Sie ausbilden lassen? Ja, haben Sie denn auch Talent? Ob ich Talent habe? Sonderbare Frage. Im kurzen Gewand rückt ich ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkatzel war und kommt ein saubere Junge
anscheinend doch alles doppelt. Da ist noch ein Herr von Eisenstein Herrn vor von der Tür. Eisenstein! Was? Aber wir haben doch schon einen Herrn von Eisenstein. Ich muss Ihnen noch ein Geständnis machen. Herrn von Eisenstein ist mein gnädiger Herr. Wir haben doch Herrn von Eisenstein in Suite Nummer 12. Wie kann er denn in Suite Nummer 12 sein, wenn er gerade noch auf Prinz Orlowskis Fest war? Ja. Was sollte er in Suite Nummer 12 machen? Noch einmal, Herr von Eisenstein war nicht auf dem Fest heute Abend, weil ich ihn selbst abgeholt habe, bevor ich dorthin ging. Er saß gerade mit seiner Frau beim intimen Souper. Wenn das nicht der Herr von Eisenstein war, ja. Wer war es dann? Vielleicht sein verloren geglaubter Bruder. Sein Zwilling. Ja, eineige Zwillinge. Oh, Jesus, aber wenn es eineige Zwillinge sind, wie soll man es denn dann auseinanderhalten? Dobel! Jawohl, Herr Direktor. Vielleicht könnten wir den Herrn ja auch hereinlassen und Fräulein Olga... Wer? Ach so, ich. Ja, Fräulein Olga als Kronzeugin könnte uns den Herrn da draußen als den unehelichen, bösen Stiefzwillingsbruder von Herrn von Eisenstein identifizieren. Wie aufregend! Aber was denn, dass der echte Herr von Eisenstein ist und nicht der böse Zwilling? Dann kriege ich noch mehr Ärger. Ich weiß, was wir tun. Ich verhöre ihn und Sie verstecken sich inzwischen irgendwo, von wo Sie alles beobachten können. Frosch! Jawohl, Herr Direktor. Lass den Hochstapler herein. Dobel! Jawohl, Herr Direktor. Fräulein Olga, hier! Fräulein Ida, schnell unter die Auspizien! Schnell, Sie kommen! Nun lernen wir uns endlich kennen. Na, Marquis. Der Herr... Marquis Renard! Chevalier Chagrin. Chevalier Chagrin? Oh, Brüder, was machst du denn hier? Mein lieber Marquis, ich erwarte eigentlich jemand anderen. Ich freue mich aber trotzdem sehr, dich hier zu sehen. Tu, als ob du zu Hause wärst. Zu Hause? Bist du auch eingesperrt worden? Ich bin nicht eingesperrt. Zum Henke. Was machst du denn aber hier? So höre denn. Ich muss dir endlich die Wahrheit bekennen. Ich bin nicht der Chevalier Chagrin, sondern heiße Frank und leite diese wunderbare Institution. Ein guter Spaß, ein prächtiger Spaß. Kein Spaß, sondern bitterer Ernst. Mein Gott, Chevalier, bist du denn noch so arg betrunken, dass du dir wirklich einbildest, Gefängnisdirektor zu sein? Geh, Brüder, geh. Du willst mich zum Besten haben. Du zweifelst daran? Sollst dich gleich überzeugen. Frosch! Jawohl, Herr Direktor! Hey, lass mich allein. Jawohl, Herr Direktor. Ist das der böse Stief? Raus! Jawohl, Herr Direktor. Danke. Bist du nun endlich überzeugt, Marquis? Oh, vor allem, lass mich mit deinem Marquis zufrieden. Ich bin kein Marquis. Du scherzest? Ich bin ebenso wenig Marquis Renard, als du Chevalier Chagrin bist. Aha. Ja, ich heiße Eisenstein und ich komme mein 8-tägiger Kuraufenthalt anzutreten. Sei also so gut, Brüdel, mir mein Chambre séparée anzuweisen. Du willst mir mit der gleichen Münze dienen, aber unglücklicherweise funktioniert die Geschichte nicht. Was heißt das? Das heißt, so wie ich dir bewiesen habe, dass ich Direktor bin, kann ich dir auch beweisen, dass du nicht Eisenstein bist. Ich bin nicht Eisenstein. Auf den Beweis wäre ich doch neugierig. So höre denn. Ich habe Eisenstein gestern persönlich arretiert. Du hast ihn arretiert? Wo und wann? Gestern Abend, 10 Uhr, in seiner Wohnung. Das ist nicht übel. Und war er denn zu Hause? Natürlich. Er saß ganz gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim intimen Souper. Im Schlafrock? Mit meiner Frau?
Sie nahmen so zärtlichen Abschied, dass ich ganz gerührt wurde. Dobel! Jawohl, Herr Direktor. Zärtlichen Abschied mit meiner Frau im Schlafrock? Nein, ist ja unmöglich. Wo ist denn dieser Herr von Eisenstein jetzt? Er sitzt auf Nummer 12. Es ist der Advokat. Ah, jetzt kann ich beweisen, wer ich bin. Blind, kommen Sie her und schauen Sie mich an. Also, Blind, Sie sollen das Rätsel meiner Identität lösen. Blind, ich weiß, dass ich Ihnen alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf geworfen habe und dass unser Verhältnis in der Vergangenheit zuweilen nicht gerade herzlich war. Aber Blind, liebe Blind, mein Glück, mein Verstand, der Rest meines Lebens, Stirn auf Messerschneide, hängen von Ihrer Antwort ab. Blind, sagen Sie diesen Herrn, wer ich bin. Sie haben mich wirklich alles Mögliche geschimpft. Wie Stotterbock und Dummrian und Rindvieh. Also, mich scheint eine pathologische Amnesie befallen zu haben, die nur durch eines kuriert werden könnte. Die Begleichung einer Rechnung. Ich schreibe Ihnen sofort einen Scheck. Ausgezeichnet. Das ist mein Klient, Herr Gabriel von Eisenstein. Mein gnädiger Herr! Mein Stubenmädchen. Meine Olga! Deine Olga? Meine Olga. Chevalier? Chevalier. Frank. Frank? Meine Olga! Deine Olga, ich meine Adele. Ihre Adele? Why does nothing ever happen to me? Mitzi! Mein little Mitzi! Oh, die Puppenschlager! Oh, Buschi. Endlich finde ich dich wieder. Wart! Wenn du wirklich Gabriel von Eisenstein bist, was ist dann mit Marquis Renard passiert? Vielleicht ist er umgebracht worden. Aber wie? Wo? Warum? Und von wem? Der böse Zwilling. Der böse Zwilling! Der böse Zwilling. Böse Zwilling? Der böse Zwilling. Natürlich, der böse Zwilling. Aber wenn ich es recht betrachte, so möchte ich doch gerne wissen, warum der Herr von Eisenstein seinem bösen, unehrlichen, eineigen Zwillingsbruder überhaupt nicht ähnlich sieht. Ich habe keinen Bruder. Sie haben keinen Bruder? Ich war ein Einzelkind. Aber wen haben wir denn auf Suite Nummer 12 eingesperrt? Das ist doch der Straßensänger aus dem ersten Akt, der meine Gnädigen ein Ständchen brachte. Was macht denn der hier? Also wenn er nicht singt, dann sitzt er ganz friedlich in seiner Zelle und fingert ganz traurig an seinem riesigen bösen Donker herum. Dobel! Draußen ist eine verschleierte Dame, die möchte Herrn von Eisenstein sprechen. Oh, meine Frau. Brüder, lasst mich mit ihr allein. Ziehen Sie sich bitte alle in benachbarte Appartement zurück. Also bitte tun's doch nicht so, als wäre das ein Hotel. Sie ist doch ein Blinder, dass es nichts mehr als eine zweitklassige Pension ist. Na. Blind, Sie bleiben hier bei mir. Natürlich, ich bin ja nur hier, weil Sie mich rufen ließen. Ich habe Sie rufen lassen? Ja, der Ernstine sagte doch ausdrücklich, dass mich der Herr von Eisenstein zu sich bescheiden lasse. Sie müssen mir Ihre Stelle abtreten. Meine Stelle? Ja. Nur bei der Zusammenkunft mit dem falschen Herr von Eisenstein, so kann ich ihn kennenlernen und ihn zugleich auf das Genaueste inquirieren. Ah, Sie reden ja lauter konfuse Zeug. Umso mehr werde ich Ihnen gleichen. Ich brauche Ihre Perücke, Ihre Brille, Ihren Hilfsdingsbums her und Ihren Rock. Danke. Oh. Ich fühle mich auf einmal sehr nüchtern. Sie müssen so bald als möglich fort von hier. Mein Gatte kann jeden Moment hier erscheinen und er darf Sie nicht finden.
Am wenigsten in diesem Aufzug. Richtig, er könnte es übel nehmen, dass ich seine Schlafrock annektierte. Er hat sich zwar unwürdig benommen, unverantwortlich. Ja, unverantwortlich, dass er mich so lange schmachten ließ in seinem Arreste. Während er sich die ganze Nacht bei einem Souper des Prinzen Orlowski amüsierte. Und wie hast du dich die ganze Nacht ohne mich amüsiert? Ach, Alfred, meine Lage ist entsetzlich. Und ich weiß mir keinen Rat. Vielleicht weiß der Notar Rat, den ich mir holen ließ. Ein Notar? Da ist er schon. Ich stehe voll Zagen, pack ich ihn beim Kragen. Was wird es mich fragen? So wird er nichts sagen. Darf ich wohl es wagen? Nicht wieder ich schlagen, ihm alles zu sagen. Doch wir werden nicht plagen, die Situation erheischt Diskretion. Die Situation erheischt diesem frechen Patron. Jetzt bitte ich die ganze Sache mir haarklein zu erzählen, nicht das Geringste zu verhehlen, indes ich mir Notizen mache. Der Fall ist eigentlich, wie Sie gleich werden sehen. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Nun denn so geben Sie zu Protokoll, worin ich Sie verteidigen soll. Ein seltsam Abenteuer ist gestern mir passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spät zu Tisch. Ein Glück, so kann sie handeln infam. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt zu mich hin. Ich wollt sie nicht beleiden, nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr Notar, das war für wahr, Sie sonderbar, Sie sonderbar, nur ruhig Blut, denn solche Wut, mach ich für Sie nicht gut, mach ich nicht gut, gar nicht gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert, doch wird bekannt es werden, wer ich kompromittiert, da sicher mich mein Gatte für schuldig halten wird. Da hätte er doch ganz recht, Sie handeln sehr schlecht. Was kommt denn Ihnen in den Sinn, Sie sollen mich ja verteidigen? Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, der Gegenstand reißt zu mich hin. Ich wollt Sie nicht beleidigen, es ist wahr, ich soll Sie ja verteidigen. Mein Herr Notar, das war für wahr, Sie sonderbar, Sie sonderbar, nur ruhig Blut, nicht solche Wut, mach ich für Sie nicht gut, mach ich nicht gut, gar nicht gut. Ich bitt mir alles zu gestehen und nicht zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist weiter nicht geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr! Ich bitte zu gestehen, ist weiter nicht geschehen. Mein Herr, was denken Sie von mir? Was sollen diese Fragen hier? Ich frag Sie aufs Gewissen, ist weiter nicht geschehen, denn alles muss ich wissen, alles muss ich wissen. Meine Herr! Mein Herr! Meine Herr! Es scheint fast, als empfinden Sie für
meinen Gatten sündete. Drum muss ich Ihnen sagen, ein Ungeheuer ist mein Mann und niemals ich vergeben kann sein treulos schändliches Betragen. Er hat die vorige ganze Nacht mit jungen Damen zugebracht, leberlich und in Freuden, in Freuden. Doch schenk ich's nicht dem Bösewicht und kommt er wieder mir nach Haus. Kratz ich ihm erst den aus und dann lass ich mich scheiden. Kratz ich ihm die Augen aus und dann lass ich mich scheiden. Sie kratzt ihm erst die Augen aus und dann lässt sie sich scheiden, dann lässt sie sich scheiden. Sie kratzt ihm erst die Augen aus und dann lässt sie sich scheiden. Da Sie alles wissen nun, sagen Sie, was soll man tun? Geben Sie uns Mittel an, wie man diesem Ehemann eine Nase drehen kann. Das ist zu viel. Was soll das sein? Letztendlich Spiel. Was soll das sein? Mein Herr, wozu die schreien? Erzählt der Verbrecher, die Strafe bricht herein. Er stehe ich als Rächer, ich selbst bin Eisenstein. Er selbst ist Eisenstein. Er selbst ist Eisenstein. Ja, ich bin's, denn ihr betrogen. Ja, ich bin's, der ihr belogen. Aber rächen will ich, jetzt fürchte ich. Ja, ich bin's, denn ihr betrogen. Ja, ich bin's, denn ihr belogen. Wollte rächen will ich. Der Eisenstein. Der Eisenstein. Ich habe ein Der Eisenstein. Der Eisenstein. Der Eisenstein. Also, du willst mir Vorwürfe machen? Du willst von Treulosigkeit sprechen? Nachdem ich doch ganz genau weiß, wie viel es bei dir geschlagen hat. Meine Uhr? An die dachte ich nicht mehr. Oh, ich Rindvieh. Wollen Sie nicht wieder die Schläge meines Herzens zählen, Herr Marquis? Du warst meine Ungarin? Ui, ui. Ich bin also tot? Ein tragisches Ende. Mein tragisches Ende ist nicht verglichen mit dem Ende, das meine Scheidungsanwälte dir bereiten werden. Blind! Ich komme! Also, Sie sind Herr von Eisenstein. Ja, ich bin Eisenstein, der Besitzer dieses Weibes und dieses Schlafrocks. Ich stelle Ihnen beides mit Dank zurück. Oh. Sie werden mir Satisfaktion geben, mein Herr, und zwar sogleich. Sogleich? Das wird nicht gehen. Erst wenn Sie die Güte haben, sich in die Zelle Nummer 12 zu begeben, derer legitime Besitzer Sie gleichfalls sind. Was sagen Sie? Ich sage, dass der Herr Gemahl seine noch übrigen 7 Tage absitzen soll. Ich habe an dem einen genug. Ich soll ins Gefängnis? Nimmermehr, niemals. Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Ich bin nicht Eisenstein. Es sollte mir leid tun, wenn ich gegen meinen Duldsbruder und Kompatrioten Gewaltmittel anwenden müsste. Kennen Sie diesen Herrn? Herrn von Eisenstein? Das ist mein Klient. Was kümmert mich dies Zeugnis? Ich gehe nun einmal nicht ins Gefängnis.
erkläre nicht, was soll bedeuten die Geschichte, noch werd ich nicht klug daraus. Vorrecht sich die Fledermaus! Vorrecht sich die Fledermaus! So erklärt mir doch, ich bin alles, was die Sorge macht, Haran fällt von mir hinab. Und wer alle spielte mit. Wie der Prinz spielte mit. Und Adele spielte mit. Ihr Soufflé war nichts als Miete, doch mein Schlafrock Wonneseligkeit entzücken. Oh, wie mag dies Wort mich froh, Gatten, lass ans Herz dich drücken. War auch nicht grad alles so, wir wollen ihm den Glauben, den ihm glücklich graben. Und was geschieht mit mir? Bleiben im Arrest hier, will ich sie als Freund und Vater bilden lassen fürs Theater. Ich lass als Kunstmädchen solch Talente mir nicht entgehen. Das ist bei mir so Sitte, chacun son goût. Ist bei mir so Sitte, chacun son goût. Rosalinde! Rosalinde! Vergib deinen treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner ist schuld. Was wir heute tun, der Gabriel auch war, und zeigt den Fürsten nahe. Er ist wirklich treu, und führt sich ihm so. Stimmt ein, und tut ihn verleihen. Stimmt ein, stimmt ein, stimmt ein.